Oh, das habe ich jetzt nicht aufgenommen gerade. Oh nö. Bocken wir jetzt erstmal den On. Los geht's in Ried, Tirol. Jetzt sind wir zu zweit. Am 15.09.2022 über den, wie heißt der Pass? Rechenpass. Man kein Panorama hat, ne? Gewissermaßen schon. Ah, da unten ist der Inn. Nicht, dass das irgendwann langweilig und inflationär zu folgen wird. Natura, geil. Ich glaube, wir müssen links. In Kunz, in Heiliger Nepomuk. Johann Nepomuk ist der Schutzpatron unter anderem von Bayern, hilft den Brücken, den Schiffern, den Flößern, Müllern und schützt vor Wassergefahren. Die Sonnenkrimp-Aussee. Entschuldigung, wenn ich jetzt so bescheuert versuche, den Tiroler Dialekt nachzumachen. Morgen. Der Rad liegt da oben lang? Doch, Das ist das hier das der grüne Radweg. Schild, wie die davon geht. Ja, wir sind hier im schönen Tirol und es ist jetzt der erste Fahrradtag, wo es losgeht. Und das da oben ist die Reschenstraße. Wir müssen jetzt über den Reschenpass und das Wetter spielt voll mit. Die Luft ist schön und jetzt nehmen wir euch nochmal ein Stück mit. Warte, ich kann mal die Kamera. Ja, ist okay. Smogs oder Saume drauf oder so. Der ist nicht so geeignet. Ne? So, jetzt versuchen wir mal, ohne dass die Kamera in den Wand reingeht. So. Kann man schon rechts oder noch nicht? So, jetzt kannst du mal ein wenig Gas geben. Hier wird man bauen. Ich komme jetzt auf ein Foto, damit das Ganze medial gut abgedeckt. So, hier links rein raus. Bei den Römern diente Altfinsterminz als Übergang über den Inn und Anschluss an den Reschenpass im Verlauf der Via Claudia Augusta, also der wichtigen Handels- und Militärstraße. So verband die römisch-germanische Provinz Rätien die nordalpin-germanischen Bereiche mit dem römischen Kernreich im Süden. Später waren hier Wegezölle zu entrichten und es handelte sich um eine Grenze zwischen Tirol und dem Dreibündestaat. 1684 Zoll Finstermünz. Da hätten wir uns einen Wegzoll abverlangt. Der Brückenkopf und der Vollständigkeit halber die Kapelle dazu. Wahnsinn, oder? Reschenpass. Rescher See oder so. Reschen. Ja, bitte lass uns mal zu der Kersch fahren. Aber vielleicht führt der Weg eh durch die Ortschaft. Du kannst rechts und links mal fahren. Jetzt sind wir am Reschensee vorbei. Und da war noch so ein zweiter Stausee dahinter. Also ich nehme an, dass das auch ein Stausee war. Und da war es sehr touristisch und jetzt wird es, glaube ich, wieder ruhiger. Dieser Fahrradweg fährt sich ein super easy. Haben uns jetzt einen kleinen, aber feinen Aufstieg gegönnt. Wie heißt das Kloster? Kann ich jetzt nicht sagen. Stand, ich habe es mir nicht gemerkt. Am nördlichen Rand des Finchgaus stießen wir auf die barockisierte romanische Abtei Marienberg bei Burgeis. Scheint ein Benediktinerkloster zu sein, wie ins Ora et Labora. Nach mehreren missglückten Anläufen an verschiedenen Orten wurde hier ab dem 12. Jahrhundert das Kloster errichtet, begonnen mit einer Krypta mit ihren allen Aussagen zufolge sensationellen Ausmalungen, die wir leider nicht besichtigen konnten, weil wir weder die Zeit dafür hatten, noch gut genug roch, um bei einem geführten Rundgang in diesen engen Räumlichkeiten rumzuschauen.
Bernhard, der heilige Benedikt, der heilige Buffi von Höchberg. Und hat sich's gelohnt, drauf zu kraxeln. Ja, auf jeden Fall, oder? Du hast dir deine Schuhe noch nicht abnehmen lassen. Da hättest du eigentlich wirksam an dem Brunnen da vorne machen können. Wie meinst du meine Schuhe abnehmen? Also ich Ja, hab deine Füße waren. jetzt nochmal der ganze Käse von unten, ne? Voll schön. Das Etschtal. Wow. Rechts neben mir fließt die Etsch. Der Paulus, ist das der Paulus, der andere Paulus, der mit dem Brötchen und dem Raben? Entschuldigung, wenn ich nicht. Oh, schade, okay. Kannst du mich nochmal auf das Schild explizit. Aber das da steht, übersieht man natürlich öfters mal, wenn man verballert irgendwo reingeht. Die auf Holz gefertigte Malerei, vermutlich aus der Renaissance oder Barockzeit, über dem Eingang zum Hof dieser wunderbaren romanischen Kirche in Marls, die von innen zu besichtigen uns zeittechnisch leider nicht gegeben war, zeigt die Mantelteilung des heiligen Martin, der also einen Bedürftigen nicht einfach links liegen, sondern ihn an seinem Wohlstand teilhaben lässt. Von diesem lebenswerten Verhalten könnte man uns alle ein Stückerl abschneiden. Diese Landschaft nennt man Finchgau, vor rund 2000 Jahren Transitland zwischen dem Römischen Reich und Germanien, gegen Ende des 1. Jahrtausends sowohl von Langobarden als auch von Franken und von Bajuwaren besiedelt. Also ein Bunker und der Etsch, also ich will es nicht weiter aussprechen. In jenen frühen Jahren führten die Wege nicht etwa durch das Tal, da es ziemlich sumpfig und morastig gewesen sein muss, sondern eher entlang der Bergflanken. Wie war der Name von dem? Ortlergruppe. Kann ich nicht sagen, was ist. Alles Abfahrt, schöne Kurven, durch den Wald, zig Kilometer Obst. Wir haben unsere ordentliche Tagesetappe gemacht und dann einen Campingplatz angesteuert. Wir hatten nichts gebucht. Nein, was ist da? Der Campingplatz war rappelvoll, da hat man schon so einen Verdacht, dann wird es mit dem anderen vielleicht auch nichts. 6 Kilometer oder so gegen den Wind zurückgeradelt, da war auch nichts frei. Dann hat der Willi im Internet eine erschwingliche Unterkunft klar gemacht. Dann sind wir wieder zurück dorthin. Der Willi hat dann gemeint, so eine Verpeileraktion gibt es nicht nochmal. Das ist so ein schönes, älteres Hotel, wie ich es total gern mag. Es ist jetzt materialistisch oder wie auch immer, aber hier doch eine kleine Roomtour.